Sie erlebten als junger Mann nach einer schweren Operation eine Nahtoderfahrung. Wie war die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte das war 1997. Am 1. Mai ist das passiert. Da war ich genau 19 Jahre alt und nach dem Unfall, wo ich von der Diskothek nach Hause gefahren bin, hatte ich die Cousine nach Hause geführt und die 2 Kilometer Entfernung war Aquaplan in Gefahr und ich hatte Sekundenschlaf. Dadurch, also genau 50 Meter von meiner Wohnung entfernt, wo meine Sekundenschlaf kam im Schleudern und hatte mich zweimal überschlagen, also mit dem Auto. Und dadurch, sogar meine Mutter hat es uns aus dem Fenster rausgeschaut, also wie das passiert ist, und da kam die Rettung. Dann komme ich ins Krankenhaus Feldkirch zur Operation. Da heißt es, also Querschnitt gelähmt, C15, 6 Halswirbel, und das war für mich schrecklich, also gerade mit 19 so einen großen Unfall, und da war ich im Koma 3 Wochen. Gleich hat man zu mir gesagt, ich werde nie wieder gehen. Dadurch komme ich ins Bad Hering in Tirol, und da war ich 9 Monate auf den Reha, und da ist also 9 Monate hartes Arbeit. Dadurch war es sehr schwer für mich, weil das ganze Leben hat sich 360 Grad verändert. Es ist, ich wurde in der Reha habe ich Physiotherapie, Ergotherapie gehabt, und selbst die Körper wurde aufgebaut, also dass ich normal wieder leben kann, das neue Leben wieder das anzunehmen, wie das sein sollte, und sollte ich mit dem Computer weiterarbeiten, und ich kann das nicht akzeptiert. Mhm. Nach 9 Monaten hatte ich wieder recherchiert, also wieder die Operation zu machen, dass es verbessert wird, wenigstens die Selbstständigkeit, dass ich selber wieder etwas machen kann, also dass ich mir selbst helfen kann, also dass ich nicht ein Pflegefall bin, dass mich dadurch sind wir ins Krankenhaus, also in Belgrad, so eine Privatklinik. Da haben sie mir also grünes Licht gegeben, also dass es was verbessert werden kann, also. Und ich entscheide mich also wieder für die 3. Operation, also dass sie mich operieren. Die Operation sehr lange dauert, wie in Feldkirch, und es war für mich nach der Operation sehr positiv. Also ich könnte nach der Operation wieder, nach 2, 3 Tagen wieder die Oberfläche vom Körper wieder fühlen, den Oberschenkel, und könnte die Füße bewegen. Also die Zehen, also es ist verbessert worden nach der Operation, aber man sagt immer nach 3 Wochen, ich müsste 3 Wochen im Krankenhaus noch bleiben, und nach 21 Tagen hätten sie mir nach Reha-Zentrum wieder
im Reha-Center eingeführt. Also. Und genau die Füße und die Oberschenkel und ist halt verbessert worden. Und nach 20 Tagen, mein Onkel war dabei, also wo genau einen Tag vorher, bleibt man, also wo der Onkel dabei war, auch, es war um 8 Uhr am Abend, also wo er mich besuchte und kriegte ich Herzstillstand, also und war klinisch tot praktisch. Also das passierte nach 20 Tage nach der Operation. Aber im Spital? Im Spital, klar. Ja. Im Spital, also. Dadurch war das sehr schrecklich für mich. Also, am Anfang spürte ich also die Schwäche und das Herz bleibt stehen und dann gehe ich durch ein Tunnel durch, schwebte ich. Praktisch das Körper habe ich verlassen, also ich war schon tot und ich schwebte durch den Tunnel durch und komme aus dem Tunnel raus. Das kann ich nicht also mit den Wörtern beschreiben, die Schönheit und die Sterilität und die Leichtigkeit, was ich spürte, also und das Licht, also das Licht vom Tunnel, also wo ich durchgekommen bin, spürte, also wo ich durchgekommen bin, hörte ich eine Stimme, also und die Stimme sagte meinen Spitznamen, Dado. Sobald ich das gehört habe, habe ich das gleich gewusst, dass es mein Opa ist. Und links von mir sehe ich die Treppen, tausend von Treppen. Und rechts von mir, es waren sehr viele Türen. Ein Fenster, was ich gesehen habe, die schönste Landschaft, was ich überhaupt gesehen habe, die Farben und die Türen. Ich könnte nicht rein, ich habe es auch probiert reinzugehen, aber wo ich die Treppe gesehen habe, bin ich wieder auf der Treppe hoch. Und es war nicht weit entfernt, also wo ich oben geschaut habe, war mein Opa auf einem weißen Pferd. Und bin so weit gerannt zu ihm und mit ihm gesprochen und ein paar Fragen gestellt und wie das bei mir weitergeht. Ich wollte zu ihm, aber es war ein Abstand. Da war ich wie eingefroren, also ich konnte nicht, ich redete mit ihm, aber ich konnte nicht zu ihm. Und halt ein paar Fragen gestellt und ich wollte nicht zurück. Also und wollte zu ihm und ich wollte das Schmerz nicht fühlen. Ich wollte frei sein, also wie die Leichtigkeit, also das, was ich gespürt habe, das ist unbeschreiblich. Das Licht ist immer zu mir gekommen und sobald das Licht mich berührte, schwebte ich wieder so vorne und wo ich die Fragen wieder gestellt habe, habe ich nicht Antworten bekommen. Und er hatte zu mir gesagt, also deine Zeit ist noch nicht gekommen. Also da, du musst wieder zurück. Ihr Großvater war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben? Er ist sehr lang gestorben, also wo ich 7 Jahre alt Und wie war. sah er aus? Sah er älter oder jünger aus? Er war
Es sah genau aus, wo ich ihn damals, also als kleines Kind, gesehen habe. Also, er war damals, also mit 50 war sehr jung, also auf jeden Fall so junger hat er ausgeschaut. Also, weil wir hatten in Sicht, war ein sehr schlanker Mann. Und Sie haben Ihren Opa gesehen auf einem weißen Pferd. genau. Und wie weit weg war der Opa und was war das für ein Pferd? Das war ein Lipizzaner. Also, weil mein Opa hat sehr viele Pferde gehabt, also wo er noch gelebt hat. Es war ein weißen Pferd und ein Lipizzaner, aber mit so ähnlich wie ein Herr der Ringe, wenn man das ansieht, also der ältere Mann auf dem weißen Pferd, also war das, also es war unbeschreiblich, also so ein Pferd habe ich noch nie gesehen, also. Sie haben gesagt, Sie haben dort eine Landschaft gesehen. Können Sie diese noch etwas beschreiben? Die Landschaft war, es war ein kleines Fenster, also wo ich rausgeschaut habe, und die Landschaft war unbeschreiblich, also die grüne Wiese und die Wälder, also die Hügel, die Farben waren fantastisch, also von der. Haben Sie da auch Häuser gesehen in dieser Landschaft? Nein, das war nur die Landschaft. Also die Landschaft. Sie haben gesagt, Sie wollten zu Ihrem Großvater springen oder gehen. Also konnten Sie denn in diesem Zustand wieder laufen? Ich konnte laufen, also ja. Ich schwebte, also durch den Tunnel schwebte ich durch und bin nicht wieder auf dem Boden gelandet, also genau rechts, also links von mir war die Treppen, also ich konnte laufen, aber ich hatte so einen weißen Mantel an, also es war so steril und alles weiß an mir. Und mein Opa hat auch, also das weiße Pferd auch als weißes Und wohin führten die Treppen oder die Treppe? Eben, die Treppen führten zum Opa. Aha. Die Treppen, also da waren sehr viele Türen waren, aber probierte ich 2, 3 Türen zu öffnen, also das habe ich nicht geschafft, also, und dadurch bin ich Treppen hoch. Ja. Also dieser Raum hatte Treppen, hatte Türen, hatte ein Fenster. Wie groß war dieser Raum in etwa? Ja, der Raum war sehr groß. Es war wie eine Burg, also innerhalb drin. Innerhalb einer Burg, ja. Genau. Also, und alles steril, alles, also vom Kraft her war das alles weiß. Oder wie kamen Sie aus dieser Nahtoderfahrung wieder zurück? Dadurch, dass ich die Antworten nicht bekommen habe, was ich wollte, wo er zu mir gesagt hat, du wirst, deine Zeit ist noch nicht gekommen. In dem Moment bin ich in Rettungswagen wieder aufgewacht, also praktisch. In dem Rettungswagen habe ich wieder gesehen, dass sie um mein Leben kämpften und stellten ein paar Fragen, ob ich sie wieder erkenne und wie ich heiße. Und das war ungefähr mitten vom Start, also die Rettung. Sie haben in diesem Zustand 2 Nahtoderfahrungen erlebt. Einmal beim Herzstillstand und Sie wurden dann in der Folge in ein anderes Krankenhaus gebracht.
mit dem Rettungswagen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, genau. Und dann haben Sie noch einmal eine NATO-Erfahrung erlebt. Im Intensivstation, bis die Intensivstation bin ich aufgewacht worden und da waren wieder viele Doktors rund um mich herum. Und es war Schmerzen und es war sehr, sehr schrecklich für mich, das Schmerz, das zu fühlen. Und auf einmal spürte ich wieder, dass ich aus meinem Körper rausgehe. Also, und ich sehe die ganzen Patienten, die noch drin sind, in der Intensiv drin und die Doktors rund um mich herum. Und ich schaute meinen Körper an und hörte gleichzeitig wieder die Stimme von Opa und hörte die Stimme von den Doktors, was sie reden, wie es bei mir weitergeht und dass da sein Konet aus Deutschland sein Medikament, das sie halt brauchten, dass sie mich wieder zurückholten. Also. Und so wie ich also vor dem Körper gestanden bin, auf einmal ist mein Opa, meine Cousine und noch eine Person drinnen gewesen. Also, und, also diese waren alle verstorben? Nein, die dritte Person wusste ich nicht. Also, wer das ist. Also, mein Opa, der zweite Person war meine Cousine, die lebt noch. Also, das ist auch, also, dass sie dabei war. Und die dritte Person, also, dachte ich, dass sie sie kannte, aber ich kannte sie nicht. Und zu dritt waren sie da und der Opa sendet mir also eine Mitteilung, wo es auf der Kyrillisch da oben steht. Also ich sollte das lesen, die Mitteilung. Die Cousine hat, das habe ich nur kurz gesehen vorne, also die Cousine hat eine Spritze und der dritte Person hat dann Pistole also vor sich und ich sollte mich aussuchen. Also ich habe das kurz gesehen und da ist es verschwunden, weil ich wusste gleich, wer was hat, welche Person was hat. Und am Anfang wollte ich halt die Spritze am Anfang wollte ich die Spritze, dass es also aufhört, dass ich wieder keine Schmerzen habe und ganz. Und danach, also, ist das beide weg und man sendet mir nur die Mitteilung. Also, durch die Mitteilungen und man redet mit mir und wieder das ganze Licht, also ist wieder in meinen Körper wieder eingeflossen und fühlte mich immer besser und ohne Schmerz. Ich hörte wieder Opa seine Stimmen, ich hörte vom Doktor die Stimmen, was sie bei mir reden. Und in der Mitteilung drin ist es halt viel über mein Leben drin gestanden. Also es ist sehr, sehr viele Sätze, wo das in Zukunft, jetzt nach 23 Jahren, schon vorhergesagt haben. Ihr Opa hat Ihnen eine Schrift gegeben auf Kyrillisch. Genau. Und da war
waren Sätze über Ihre Zukunft schon festgehalten. Genau. Können Sie ein Beispiel sagen von so einem Satz? Ja, durch die Spritze, also ich weiß es immer nicht, die dritte Person, wer es ist, aber durch die Spritze zum Beispiel, was mir weitergeleitet worden ist, also es kann sein, weil von 2010 bis 2014 war die Moskau und da hatte ich die Spritze bekommen. Ja. Also da hatte ich die Stammzellentherapie, 4 Jahre hinter mir, also das kann die Spritze sein, also wo das und drin ist gestanden, dass ich nach Moskau also gehen würde. Und weil ich war nach dem Unfall auch in Zürich, beim Doktor hat er mich untersucht, das ist auch drin gestanden. Also es sind sehr viele Sätze drin gestanden, was ich überlebt habe. Also Sie in Zukunft machen werden. Ja. Wie kamen Sie wieder zurück? Wo ich rausgekommen bin, war das irgendwie schmerzhaft. Aber wo ich reingekommen bin in meinen Körper, war das sehr angenehm. Also ich hatte keine Schmerzengefühl, ich hatte keine Schmerzen und wo ich das es war nicht so, es war nicht leicht, aber es war schon, also nach dem angenehm, dass ich wieder zurück war es angenehmer, genau, wieder zurückzukommen. Und jetzt kommen wir noch einmal zur zweiten Nahtoderfahrung. Da haben Sie Ihren Großvater gesehen, der Ihnen eine Schrift gegeben hat. Ihre Cousine oder eine weitere Person, die Sie nicht gekannt haben. Sie haben gesagt, Ihre Cousine hat noch gelebt zu diesem Zeitpunkt. Sie lebt immer noch. Sie lebt immer noch, ja. Und Ihr Großvater, hat der gleich ausgesehen wie auf dem weißen Pferd? Ja, klar, ja. Aber das Pferd hat er da nicht mehr dabei? Nein, das war also wo ich aus dem Körper rausgekommen bin, war die bei meinem Bett nur höher und der Opa war in einem Eck drin. In einem Eck drin. Zu dritt, also so einen Tisch vor sich hatten sie gehabt, also und halt die Mitteilung hat er und die schickt er mich immer, die Mitteilung schickt er mir, dass ich das lese. Also und ich wollte, ja, am Anfang habe ich nicht mitbekommen, was das sein sollte und ich konnte nicht also in der Nähe sein, also ich musste schon also eine gewisse Distanz haben. Ja. Distanz haben, genau. Ja. Können Sie sich erklären, warum Ihre Cousine dabei war, obwohl sie noch lebt? Ja, es ist schwierig zum Erklären. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu der Cousine und das ist unbeschreiblich. Also ich kann. Hat sie noch mit Ihnen gesprochen oder war sie einfach da? Sie war einfach da. Also einfach da. Sie waren da. Also. Und die andere Person haben Sie nicht gekannt? Nein, die andere Person kannte ich nicht. Ja. Also, weil ich schreibe mir sehr viel schreibe ich mich, also seit dem Unfall her schreibe ich einen Wetterbericht und alles, was passiert ist und am Ende wird es so wie Putzelbild sein, also ob das also jetzt
ich bin die ganze Zeit recherchieren dran und wenn ich was träume oder wenn ich schreibe ich mir das auf. Also bis jetzt weiß ich nicht, wer die dritte Person ist. Also Sie machen eine Art Traumprotokoll. Genau. Ja. Also, was haben diese beiden Nahtoderfahrungen bei Ihnen bewirkt? Hatte das eine Auswirkung auf Ihr weiteres Leben? Auf jeden Fall. Also das was ich erlebt habe, es bleibt immer mit mir und das ist die Stärke, was ich bekommen habe, dass es höhere Macht gibt und dass Gott dass Gott lebt und ich bin selbst also mit religiös also aufgewachsen und gehe oft ins Kirche. Also und das gibt mir die Kraft, also das zu glauben und dass es Gott gibt und dass ich sowieso in der Position also wieder weiter leben kann, dass ich mich also nicht nur für mich, sondern für meine Familie und dass ich stark sein muss und das zu bewältigen. Also die Nahtoderfahrung hilft Ihnen, Ihr nicht leichtes Schicksal besser zu ertragen. Auf jeden Fall. Also es ist ein Teil von mir. Ich habe einen Schutzpatron, wo mich hilft und damals so ein Schutzpatron von Johannes der Täufer. Und an dem Tag, wo ich den Unfall gebaut habe, ist auch ein Schutzpatron dabei war, dass ich überhaupt den Unfall überlebt habe. Also, und selbst das Glauben an Gott, also hilft mir sehr viel. Also, dass ich habe mir nie eine Frage gestellt, warum ich. Also, das hat sein müssen, also so wie es gekommen ist. Also. Dann meinen Sie, dass Ihr Unfall wie ein Schicksal war, das Sie erleben mussten? Ja, klar. Also, und aus dem muss ich das Beste draus machen. Also, Herr Popovic, herzlichen Dank für das Gespräch.